Heute nähen wir eine gesmockte Tasche, die garantiert die Blicke auf sich zieht. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr eine richtig coole, kleine, gesmockte Tasche nähen könnt. Die Yuri Bag ist ein absoluter Hingucker in den selbstgemachten Accessoires und wirklich jede Sekunde, die du in die tolle Smock-Technik steckst, wert. Denn endlich wird der etwas uncoole, unmoderne Softshell-Stoff so auf ein richtig neues Level gehoben. Die Smock-Technik ist natürlich etwas aufwendiger in der Zeit, aber das bringt textile Manipulationen, übrigens schon eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Modedesign-Studium, so mit sich. Und ich sag euch, das Ergebnis wird es euch danken. Das Schnittmuster ist aus unserem Nähbuch Nähen für mich Outfit of the Day. Das Nähbuch enthält 12 richtig coole Schnittmuster mit Nähanleitungen zum selbermachen und die machen alle richtig Spaß und sind richtig cool für deine selbstgemachte Garderobe. Wer das Buch noch nicht hat, sollte es sich schleunigst schnappen. Wir haben es zusammen mit dem EMF Verlag herausgebracht und ihr könnt es euch ganz einfach bestellen oder als E-Book downloaden. Den Link zum Nähbuch findet ihr unten in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, wenn ihr alles vorbereitet habt und euren Stoff auch zugeschnitten habt, dann kann es direkt hier losgehen mit dem Nähen. Ich zeige euch alles Schritt für Schritt. Ihr macht alles einfach genauso mit, wie ich es euch vormache. Dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Also ganz viel Spaß bei eurer Yuri Bag. Wenn ihr euren Stoff zugeschnitten und bebügelt habt, dann ist es an der Zeit auf der linken Seite, dort wo auch unsere Flieseline aufgebügelt ist, die Markierung vom Schnittmuster zu übertragen. Macht das gerne mit etwas Schneiderkreide oder einem Kreidestift und dann sollte jedes Teil ungefähr so aussehen. Als nächstes werden wir dann mit einem Zickzackstich alle diese markierten Linien in beiden Richtungen absteppen. Am Anfang und am Ende müsst ihr nicht verriegeln, lasst gerne etwas vom Faden hängen, ungefähr immer so 10 cm vom Ober- und Unterfaden und näht dann möglichst gerade über diese Markierung. Näht dann ganz bis zum Ende und schneidet den Faden auch hier wieder nach 10 cm ab. Das Ganze sieht dann von der linken Seite aus so aus. Wir haben hier einen Zickzackstich. Von der rechten Seite sieht es dann genauso aus. Und dann machen wir genauso weiter mit allen Linien, die ihr markiert habt. Wenn alle Linien in einer Richtung fertig sind, dann machen wir die noch im 90-Grad-Winkel dazu verlaufenden genauso. Steppt dann einfach wieder von Anfang bis Ende und näht über die zuvor gefertigten Zickzacknähte einfach drüber. Am Anfang und Ende einer Naht müsst ihr auch hier wieder nicht verriegeln, sondern könnt den Ober- und Unterfaden wieder 10 cm hängen lassen und erst da abschneiden. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann sollte das ungefähr so aussehen von der rechten Seite. Hier habe ich jetzt meine ersten Quadrate fertig abgesteppt, mache noch gleich genauso weiter. Bis alle Teile, die in eurem Schnittmuster eben mit dem Raster versehen sind, auch fertig damit gesteppt sind. Dann zeige ich euch jetzt, wie es mit der Technik weitergeht anhand des einen äußeren Taschenteils. Ich habe jetzt die linke Seite mit der Einlage also vor mir liegen und ich nehme mir dazu eine Nähnadel oder so eine Sticknadel, gerne auch eine stumpfe, denn damit kommt ihr ein bisschen leichter dann durch den Stoff. Und mein Garn, das kann gern festeres sein, wie zum Beispiel ein Knopflochgarn. Ich schneide es mir immer so ungefähr 10 cm länger ab als die Strecke, die ich jetzt vor mir habe. Dann geht es los. Ich fange auf der einen Seite an, meine Nadel durch diese Zickzackstiche durchzufädeln. Also immer von der einen Seite der Tasche bis zur anderen. Ich fange jetzt hier zum Beispiel auf der rechten Seite an und nutze dafür immer meine Rückseite von der Nadel. Denn damit geht es noch ein bisschen leichter, weil die halt wirklich dann ja stumpf ist und sehr rund. Und ich gehe jetzt hier unter meinen Zickzackstich. Ihr könnt dabei auch unter die Flieseline gehen, das ist kein Problem. Und ich ziehe mir jetzt meinen Faden hier von der einen Seite bis zur anderen. Achte aber darauf, dass das Fadenende auf der Seite, wo ich jetzt angefangen habe, immer noch so 5 cm hervorsteht und mir nicht verloren geht. Also es soll nicht mitrutschen, sondern auf der einen Seite soll es draußen bleiben. Und dann fädel ich mir hier meine Nadel Stück für Stück auf die andere Seite durch.
Wenn ich dann auf der anderen Seite angekommen bin, kann ich meine Nadel einmal von dem Garn nehmen und ich ziehe mir jetzt hier noch das durchgefädelte Garn einmal so zurecht, dass rechts und links gleich viel hängt und das Garn hier ganz glatt in meiner Zickzacknaht liegt. So, und dann kann ich das jetzt genauso weitermachen bei allen meinen zukünftigen Nähten, die wir gerade mit der Nähmaschine vorbereitet haben. Dort gehen wir jetzt auch mit unserer Nadel und dem dicken Garn einmal durch. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr habt jetzt also alles vorbereitet und überall in den Zickzacknähten ist ein Garn durchgefädelt. Und jetzt können wir immer auf einer Seite von dieser Strecke, die wir jetzt vorbereitet haben, unser dickes Garn, was wir durchgefädelt haben, mit dem Ober- und Unterfaden von unserer Zickzacknaht verknoten. Das macht ihr bitte doppelt oder dreifach, sodass der Knoten auch bitte gut hält und jeweils nur auf einer Seite von eurer genähten Strecke. Also zum Beispiel jetzt ganz entlang der rechten Kante und zum Beispiel unten. Wenn das getan ist, dann könnt ihr euch genau die andere Seite, die offene, nicht verknotete Seite schnappen und einmal das Garn, das dicke, was wir dann später durchgezogen haben, festhalten und den Stoff zusammenraffen. Auf der anderen Seite wird dieses Raffen ja jetzt also gestoppt durch unsere Verknotung und wir raffen den Stoff jetzt so weit zusammen, sodass dieses Teil, was wir uns jetzt gerade vornehmen, nach dem Raffen genau die gleiche Größe hat wie das andere zugeschnittene Teil, was später das Innere der Tasche ausmacht. Die Teile sollten also nachher deckungsgleich groß sein. Ihr könnt das entweder also immer gerne ausmessen oder ihr nehmt euch das andere zugeschnittene Teil dazu und legt es immer drauf. Wichtig ist, dass es immer gleichmäßig lang ist, dann eine Strecke. Das machen wir jetzt erstmal in der einen Richtung und anschließend, wenn wir das dann haben, können wir das auch natürlich bei der anderen Richtung machen und zwar genauso. Wenn ihr das Maß erreicht habt, dann verknotet die Fäden bitte auch noch auf der offenen Seite, sodass dann dieses Maß genauso bleiben kann. Ich habe jetzt also alle in der einen Richtung vorbereitet und werde jetzt die Strecken im 90-Grad-Winkel dazu noch genauso zusammenraffen. Ich nehme mir wieder die offene Seite, halte mein Knopflochgarn hier fest und raffe den Stoff zusammen. Auch hier wieder auf das Maß von unserem Innenteil, sodass die wieder gleichmäßig groß sind. Auch wenn ich hier wieder das Maß erreicht habe, dann verknote ich auch noch meinen durchgezogenen Faden mit dem Ober- und Unterfaden auf der offenen Seite von meinem zugeschnittenen Teil. Macht das jetzt bitte also auch noch mit allen Strecken im 90-Grad-Winkel. Dann sollte das Seitenteil zum Beispiel so aussehen. Alle Strecken sind gerafft. Von der rechten Seite ergeben sich dann hier so kleine Bubbles. Und wenn ihr sicher seid, dass ihr dann alle Strecken, alle Garne miteinander verknotet habt auf allen Seiten, dann könnt ihr die Fäden einmal kurz schneiden. Ja, und wenn dann alle Teile komplett fertig vorbereitet sind, die eben so zusammengerafft werden müssen, dann verbinden wir als erstes ein Seitenteil von unserer äußeren Tasche mit unserem Boden und stecken dafür den Boden einmal rechts auf rechts um die 3 Seiten mit der runden Ecke unten aufeinander. Ich beginne hier an der oberen Seite und stecke dann einmal die komplette eine Seite vom Boden so, dass jeweils die Stoffkanten genau aufeinander liegen. Und dann können wir einmal U-förmig hier drumherum nähen. Ab jetzt nähe ich mit einem Geradstich und einer Stichlänge von 2,5. Beginne ganz am Anfang und dort verriegle ich auch. Nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal U-förmig hier herum und befestige dann eben den Boden an meinem Seitenteil. Und ich schaue dabei immer, dass meine hier so schön gelegten Kräuselungen genauso liegen, wie ich es haben möchte. Und dass die Kanten weiterhin genau miteinander abschließen. Nach und nach entferne ich dann die Stecknadeln. Nähe dann auch eine möglichst schöne Rundung hier unten an den beiden Ecken.
Und dann nähe ich weiter, bis ich ganz oben ankomme, wo mein Boden dann endet. Ich nähe bis zur oberen offenen Kante und verriegel dort, schneide dann meinen Faden ab. Genau das gleiche mache ich dann auch noch mit dem anderen Seitenteil. Auch das nähe ich hier an den angenähten Boden und lege dafür meine Teile wieder rechts aufeinander, sodass die Kante von meinem Seitenteil genau mit der Kante von meinem Bodenteil abschließt. Die stecke ich auch einmal U-förmig zusammen. Und die gesteckte Strecke nähen wir dann wieder genauso wie gerade. Dann können wir den Reißverschluss vorbereiten. Dazu nehmen wir uns einen von diesen Streifen, öffnen dann unseren Reißverschluss und legen ihn dann mit der rechten Seite Kante an Kante mit dem Stoffstreifen vom Reißverschluss auf unseren zugeschnittenen Streifen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Und diese Strecke stecken wir dann einmal aufeinander. Guckt, dass die Zähnchen genau mittig liegen, also rechts und links vom Reißverschluss, vom ersten und vom letzten Zähnchen, gleich viel Platz ist bis zum Ende unseres Streifens. Den Reißverschluss nehmen wir dann mit einer geraden Naht an und wenn man das Ganze danach nämlich wendet, dann sieht das so aus. Um den Reißverschluss einnähen zu können, setze ich jetzt hier einen Reißverschluss-Nähfuß ein, statt meinem normalen Standard-Nähfuß. Dann kann es losgehen mit dem Nähen. Ich ziehe dafür meinen Reißverschluss einmal komplett auf und fange dann ganz oben an mit dem Nähen. Den Reißverschlussfuß kann ich ja rechts oder links einsetzen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich eben an der linken Seite mit meiner Nadel ganz nah am Reißverschluss nähen kann. Und von den Zähnchen bis zu meiner Naht, die ich da jetzt gerade nähe, sind vielleicht so 3-4 mm Platz. Wenn ich dann nicht weiterkomme, weil der Schieber im Weg ist, dann hebe ich einmal meinen Nähfuß, lasse die Nadel aber stecken, schließe den Reißverschluss einmal, senke den Nähfuß dann wieder und nähe dann weiter bis zum Ende. Beim Ende des Streifens kann ich dann wieder vernähen und dann ist die erste Seite schon mal angenäht. So sollte das jetzt aussehen. Nachdem wir also die erste Seite erfolgreich angenäht haben, machen wir das gleiche mit dem zweiten Streifen, den wir haben. Dafür öffnen wir uns einmal den Reißverschluss und legen jetzt den zweiten Streifen rechts auf rechts ebenfalls an die Kante von dem Reißverschlussstoff. Auch so wieder, dass die Zähnchen mittig platziert sind. Und dann stecken wir die beiden Strecken einmal aufeinander. Diese Naht schließen wir dann als nächstes. Dann können wir unsere äußere Tasche einmal wenden, sodass die rechten Seiten
nach außen zeigen und uns als nächstes den vorbereiteten Reißverschluss dazu nehmen. Den Reißverschluss möchten wir nämlich jetzt als nächstes mit den angenähten Stoffstreifen an die oberen Kanten von unseren Seitenteilen der Tasche nähen. Dafür legen wir uns die erste Seite rechts auf rechts an die obere Kante, und zwar so, dass noch 1 cm von unserem Streifen über die Naht zum Bodenteil ragt. Das machen wir so an beiden Seiten und stecken die Strecke dazwischen einmal fest. Diese gerade Strecke nähen wir jetzt, und zwar genau von der Naht vom Boden bis wieder zur Naht vom Boden. Jetzt können wir auch wieder mit dem normalen Nähfuß nähen und verriegeln am Anfang und am Ende. Die Nahtzugabe beträgt wieder 1 cm. Schaut, dass die gerade Streifenstrecke und die Seitenteilstrecke, die ja so gerafft ist, schön miteinander abschließen. Dann ist die erste Seite angenäht vom Reißverschlussstreifen. Die nächste machen wir dann genauso. Dafür öffnen wir einmal den Reißverschluss, klappen uns das Ganze einmal um, sodass wir auch hier wieder die offene Kante rechts auf die andere offene Kante von unserem Seitenteil legen können. Stecken die Strecke dann einmal komplett aufeinander und nähen sie dann als nächstes. Hier nähen wir jetzt also einmal lang. Wir beginnen wieder genau auf der Höhe von der Naht, wo der Boden an das Seitenteil stößt, und nähen dann genau bis zu der gleichen Stelle auf der anderen Seite. Als nächstes bereiten wir dann unsere Futtertasche vor, und das geschieht erstmal genauso, wie es auch bei der äußeren Tasche war. Wir nähen als erstes den Bodenstreifen rechts auf rechts an die Kante von unseren Seitenteilen, erst an die eine Seite und dann anschließend noch an die andere. Wir beginnen jetzt mit dieser ersten Strecke in U-Form. Bei den Rundungen kann es hier helfen, den Nähfuß auch mal zu heben, um sicherzugehen, dass man keine Falte einnäht und sich dann langsam um die Ecke hervorzutasten. Die Stofflagen sollten die ganze Zeit wirklich Kante an Kante miteinander abschließen. Dann folgt die zweite Seite. Auch die platzieren wir wieder rechts auf rechts an dem Bodenteil und stecken sie einmal an den runden Seiten fest. Und hier nähen wir als nächstes drumherum. Dann nehmen wir uns die 2 übrigen Streifen dazu und nähen sie ebenfalls an der oberen Kante an. Rechts auf rechts, auch hier wieder, genau zwischen den Nähten vom Boden- und Seitenteil legen wir die an und stecken sie fest. Das könnt ihr direkt schon mal auf beiden Seiten vorbereiten, also hier auch. Und dann nähen wir über beide Seiten einmal drüber. Und wir beginnen wieder auch hier auf Höhe dieser Naht, sodass 1 cm von dem Streifen übersteht. Dann können wir als nächstes schon mal unsere äußere Tasche nehmen und die innere Futtertasche und die zusammenfügen. Dann fehlen gleich nur noch die Henkel. Wir stecken jetzt einmal die Futtertasche in die äußere Tasche, und zwar so, dass die schöne Seite von unserer Futtertasche genau die ist, die dann später sichtbar ist. Also links auf links werden die Lagen jetzt zusammengelegt.
Die bebügelte Seite trifft also auf die Seite, wo man die Nahtzugaben sieht von der Futtertasche. Und wir können uns als nächstes einmal hier von unserem noch offenen Streifen 1 cm Nahtzugabe einklappen und den von innen an den Reißverschluss legen und feststecken. Das bereiten wir uns genau bei beiden Seiten gleich vor. Der Abstand auch hier von den Zähnchen zu dem umgeklappten Streifen sollte wieder so sein wie auch auf der äußeren Seite. Von innen und außen sollte sich das also wenig nehmen. Und diese beiden Strecken werden wir jetzt mit ein paar Handnähstichen zusammenfügen. Dafür fädelt euch bitte eine Nadel ein. Wir arbeiten dann von rechts nach links. Ganz rechts werden wir jetzt mit unserer Nadel in den umgeschlagenen Streifen gehen und in das Fadenende haben wir einen Knoten gemacht. Die Nadel können wir dann so lange ziehen, bis der Knoten uns stoppt. Dann vernähen wir einmal auf der Stelle. So. Und anschließend arbeiten wir immer oben auf dem Reißverschluss, in dem Stoff vom Reißverschluss und in unserem Tunnel sozusagen. Also der Streifen, der umgeschlagen ist, 1 cm. Wir nähen als erstes hier in unseren umgeschlagenen Stoffstreifen hinein, also in den Hohlraum, kommen da mit der Nadel dann wieder so nach einem halben Zentimeter hervor. Wir nähen dann in den Stoff von unserem Reißverschluss, gehen dann zwischen den Lagen so nach 4 mm wieder raus nach oben und nähen als nächstes dann genau in den Bruch von unserem Stoffstreifen hier. Und machen das dann immer abwechselnd weiter. Also als nächstes wieder in den Reißverschluss, dann wieder in den Tunnel vom Stoffstreifen und immer so weiter, bis wir die komplette Strecke geschafft haben. So wird die Naht nämlich unsichtbar. Näht dann bitte die komplette Strecke und auch auf der anderen Seite. Dann nähen wir noch unseren Henkel. Den falten wir einmal auch mittig entlang der langen Kante rechts auf rechts, sodass die beiden offenen Stoffkanten genau aufeinander liegen. Und dann stecken wir die zusammen und nähen die Strecke anschließend. Also hier nähen wir jetzt einmal gerade rüber. Dann müssen wir den Henkel einmal wenden. Das könnt ihr entweder mit euren Fingern machen oder einen Kochlöffel zur Hilfe nehmen oder ein Wendewerkzeug nutzen. Für das Wenden können wir auf jeden Fall unsere Nahtzugabe noch kurz schneiden. Auf jeden Fall zurück bis auf die Hälfte. Und dann geht es ans Umkrempeln. So sieht der Träger dann aus. Und den können wir als nächstes noch in die 2 offenen Löcher der Tasche rechts und links einnähen. Nehmt euch also einmal die Tasche dazu. So sieht das Ganze ja jetzt inzwischen aus. Wir schließen den Reißverschluss. Die Tasche an sich ist fertig. Wir haben nur noch hier die beiden Löcher. Und genau dort setzen wir jetzt einmal unseren Henkel genau zwischen die Lagen von der äußeren Tasche und der inneren Tasche. So dass also das Ende vom Henkel dann nicht mehr sichtbar ist, wenn wir es gleich eingenäht haben. So, 1 cm tief sollte der da drin sitzen und das auf beiden Seiten. Und dann können wir hier von unserem Bodenteil unserer Futtertasche den oberen Zentimeter auch einmal umschlagen
und ihn mit einer Stecknadel auf den Träger stecken. Und genauso machen wir es auch hier. Auch die äußere offene Kante wollen wir natürlich noch verstecken. Legen dann den Reißverschluss einmal hier darüber und falten auch hier unseren Zentimeter Nahtzugabe ein und stecken diese Strecke ebenfalls auf unseren Henkel. So, das können wir jetzt bei beiden Seiten machen und natürlich auch noch auf der anderen Seite von unserem Henkel. Und diese kurzen gesteckten Strecken werden wir jetzt mit der gleichen Handnähnaht schließen, wie wir es auch zuvor gemacht haben beim Reißverschluss. Auf beiden Seiten. Seht da wirklich zu, dass ihr den gut annäht, denn der soll natürlich schön halten. So sieht das Ganze dann aus. Und dann sage ich herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr seid ganz stolz auf euer Ergebnis, das euch ja bestimmt so einige Stündchen gekostet hat. Und ihr habt ganz viel Spaß beim Tragen. Dazu kombinieren könnt ihr zum Beispiel den coolen Latzrock aus dem Buch oder auch ein ganz lässiges Outfit wie den A-Linien-Rock mit einem Oversize-Pullover wie dem Sally-Sweater. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Nähen und wünsche euch bis dahin erstmal ganz viel Spaß beim Tragen. Fühlt euch gedrückt und bis bald!